Nicht jeder Narzisst ist ein Psychopath, aber jeder Psychopath ist ein Narzisst. 3 Begriffe, die oft durcheinander geworfen werden. Und genau das kann gefährlich werden. Denn wenn du nicht weißt, mit wem du es zu tun hast, machst du Fehler, die dich alles kosten können, dein Vertrauen, deine Sicherheit, vielleicht sogar dein Leben. Heute erfährst du, wie du den Unterschied erkennst und warum dieses Wissen deine stärkste Waffe sein kann. Ein Narzisst ist nicht einfach jemand, der sich selbst mag. Er ist jemand, dessen Selbstwert brüchig ist und der ständig nach Bestätigung sucht, um diese innere Leere zu füllen. Er wirkt oft selbstbewusst, charismatisch, manchmal sogar inspirierend. Doch hinter dieser Fassade steckt ein empfindliches Ego, das von der Meinung anderer abhängig ist. Narzissmus zeigt sich in Arroganz, in einem überhöhten Anspruchsdenken und vor allem im Mangel an echter Empathie. Sie hören deine Worte, aber sie fühlen sie nicht. Und trotzdem. Viele Narzissten empfinden Scham, wenn sie öffentlich als falsch oder schlecht dastehen. Scham ist für sie ein ständiger Begleiter, nicht weil sie tief Mitgefühl empfinden, sondern weil sie Angst haben, ihr Image zu verlieren. Das ist der erste wichtige Punkt. Ein Narzisst kann sich schlecht fühlen, wenn sein Ruf leidet. Diese Reaktion wirst du bei einem Psychopathen nicht finden. Ein Psychopath hat alle Eigenschaften eines Narzissten, aber ohne Reue, ohne Scham, ohne Schuldgefühl. Er kann dich verletzen, ohne mit der Wimper zu zucken. Er kann lächeln, während er dein Leben zerstört. Nicht, weil er wütend ist, sondern weil er keine emotionale Reaktion darauf hat. Neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen, das Empathiezentrum im Gehirn eines Psychopathen arbeitet anders. Es leuchtet nicht von selbst auf, wenn er Leid sieht. Ein Psychopath kann lernen, Empathie zu spielen. Er kann so tun, als würde er mitfühlen, aber es ist nur ein Schauspiel, ein Mittel zum Zweck. Das macht ihn so gefährlich, er wirkt glaubwürdig. Er weiß, wie er wirken muss, um Vertrauen zu gewinnen. Und während du noch glaubst, du hast es mit einem sensiblen Menschen zu tun, plant er bereits den nächsten Schritt, ganz ohne schlechtes Gewissen. Hier wird es oft kompliziert, denn ein Soziopath kann nach außen genauso rücksichtslos wirken wie ein Psychopath. Der entscheidende Unterschied liegt im Ursprung. Ein Psychopath wird so geboren, sein Nervensystem reagiert von Anfang an anders. Ein Soziopath dagegen wird geformt, durch Umfeld, Erziehung, Gewalt, durch ein Leben, in dem Regeln nichts bedeuten. Soziopathen können gelernt haben, emotionslos zu handeln, weil es in ihrer Welt das einzige Mittel war, um zu überleben. Manchmal zeigen sie Anzeichen von Schuld, zumindest am Anfang. Doch je länger sie in einer Umgebung leben, in der Härte belohnt wird, desto mehr verblasst diese innere Stimme. Doch was heißt das für dich im Alltag? Wie erkennst du, wer vor dir steht und wie unterschiedlich du reagieren musst? Das erfährst du gleich, inklusive einer wahren Geschichte, die zeigt, wie perfide diese Persönlichkeiten vorgehen können. Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Soziopathen, einem Psychopathen und einem Narzissten? Viele Menschen werfen diese Begriffe in einen Topf, als würden sie dasselbe bedeuten. Doch sie beschreiben unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen, und genau diese Unterschiede zu kennen, kann im Alltag den entscheidenden Vorteil bringen. Ein wichtiger Grundsatz gleich zu Beginn: Jeder Psychopath ist auch narzisstisch, aber nicht jeder Narzisst ist ein Psychopath. Ein Narzisst ist jemand, der keine echte Empathie hat, sich für außergewöhnlich hält, ständig Bestätigung braucht und überzeugt ist, ein besonderes Anrecht auf Dinge oder Menschen zu haben. Sein Selbstwert ist instabil und hängt stark davon ab, wie andere ihn sehen. Wenn ein Narzisst etwas tut, das falsch oder verletzend ist, empfindet er oft Scham, manchmal auch Schuld, aber in erster Linie Scham. Nicht aus Mitgefühl, sondern aus Angst, im Ansehen anderer zu sinken. Deshalb versucht er, Situationen zu vermeiden, in denen er öffentlich schlecht dasteht. Er mag also manipulieren oder verletzen, kann aber insgeheim denken, das hätte ich besser nicht tun sollen. Ein Psychopath ist ein anderes Kaliber. Er trägt alle narzisstischen Eigenschaften in sich, aber ohne jede Spur von Schuld oder Scham. Er da empfindet keine Reue, egal wie groß der Schaden ist, den er anrichtet. Wo ein Narzisst vielleicht noch hofft, dass niemand zu Schaden kommt, denkt ein Psychopath,
Es ist mir egal, wen es trifft. Und er meint es ernst. Diese Menschen können charmant, intelligent und redegewandt auftreten, aber dahinter steckt eine völlige emotionale Kälte. Sie lügen, manipulieren, betrügen oder zerstören und fühlen dabei nichts, was sie bremsen könnte. Der Unterschied zwischen Psychopathen und Soziopathen ist der Punkt, an dem viele durcheinander geraten. Beide schaden anderen, ohne Mitleid zu empfinden. Doch der Ursprung ist unterschiedlich. Ein Psychopath wird so geboren, ein Soziopath wird geformt. Psychopathie ist tief in der Persönlichkeit und oft auch biologisch verankert. Studien zeigen, dass Psychopathen ein anderes autonomes Nervensystem haben. Bei normalen Menschen setzt dieses Nervensystem die Kampf- oder Fluchtreaktion in Gang, wenn eine Regel gebrochen wird oder Gefahr droht. Herzklopfen, Schweiß, geweitete Pupillen, all das signalisiert, hier stimmt etwas nicht. Ein Psychopath kennt dieses Gefühl nicht oder nur in stark abgeschwächter Form. Das ist der Grund, warum er selbst bei einem Lügendetektortest oft nicht auffällt. Sein Körper reagiert nicht mit Stress. Selbst in Situationen, die für andere extrem belastend wären, bleibt er eiskalt. Stell dir vor, du fährst zu schnell, siehst Blaulicht im Rückspiegel und spürst sofort den Adrenalinschub. Ein Psychopath dagegen denkt nur nüchtern, ich werde gleich angehalten. Selbst wenn er etwas Illegales im Kofferraum hätte, würde er äußerlich vollkommen ruhig bleiben und vielleicht so überzeugend argumentieren, dass er ungeschoren davonkommt. Dieses Fehlen von Stressreaktionen ist keine Maske, es ist Teil ihrer Physiologie. Gehirnscans zeigen, dass die Bereiche, die für Empathie zuständig sind, bei Psychopathen nicht automatisch aktiv werden. Sie können Mitgefühl nachahmen, aber es hält nie lange an. Ihre emotionale Kälte ist nicht gespielt, sondern fest in ihrem Wesen verankert. Viele Psychopathen, die Gewaltverbrechen begehen, landen im Gefängnis. Doch andere, erfolgreichere Psychopathen finden sich oft in Positionen, in denen Rücksichtslosigkeit Vorteile bringt, in der Wirtschaft, im organisierten Verbrechen oder in Machtstrukturen, in denen das Fehlen von Moral ein Wettbewerbsvorteil ist. Für sie sind Menschen oft nur Werkzeuge, um ihre Ziele zu erreichen. Soziopathen ähneln Psychopathen im Verhalten, doch ihr Ursprung liegt in der Prägung. Sie werden nicht so geboren, sondern durch ihr Umfeld geformt. Das kann in einer gewalttätigen Familie geschehen, in einem kriminellen Milieu oder unter Bedingungen, in denen man lernt, Regeln zu brechen, um zu überleben. Ein Soziopath kann anfangs durchaus ein moralisches Empfinden haben, doch dieses wird mit der Zeit abgebaut, bis er gelernt hat, ohne Rücksicht zu handeln. Um zu verstehen, wie perfide diese Persönlichkeitsstrukturen wirken können, hilft ein reales Beispiel. Eine Frau lernte im Studium einen Mann kennen. Anfangs war er charmant, aufmerksam, zuvorkommend. Doch nach einer Weile begann er sich zu verändern. Er wurde unzuverlässig, distanziert, verletzend. Schließlich trennte sie sich. Für die meisten Menschen wäre die Geschichte hier zu Ende. Nicht für ihn. Er begann sie erneut zu umwerben, diesmal so, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Er kam pünktlich, machte ihr Geschenke, war liebevoll zu seinen Eltern, zeigte sich perfekt. Ein ganzes Jahr lang spielte er diese Rolle, und am Jahrestag ihrer Versöhnung sah er ihr in die Augen und sagte den Satz, der ihr den Boden unter den Füßen wegriss: Ich habe dich nur zurückgewonnen, um dich zu zerstören. Das ist kein Ausrutscher, keine Laune. Es ist eine geplante, kontrollierte Handlung. Ohne Mitleid, ohne Schuld. Psychopathen und Soziopathen handeln oft genau so. Sie verstehen, wie ihre Opfer fühlen, nicht weil sie Mitgefühl haben, sondern weil sie es studieren wie ein Schauspieler eine Rolle. Sie wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um Vertrauen zu gewinnen, und welche, um es zu brechen. Das ist der entscheidende Punkt. Sie brauchen kein Mitgefühl, um Schaden anzurichten. Alles, was sie brauchen, ist das Verständnis, wie Schmerz funktioniert. Und das haben sie. Für sie ist es ein Machtspiel. Das Ziel ist nicht nur, zu bekommen, was sie wollen, sondern zu demonstrieren, dass sie die Kontrolle haben. Deshalb ist Wissen deine erste Verteidigungslinie.
Wenn du erkennst, mit wem du es zu tun hast, kannst du aufhören, nach menschlicher Logik zu reagieren. Du begreifst, dass Entschuldigungen, Bitten oder Appelle an ihr Gewissen wirkungslos bleiben. Und du verstehst, dass der einzige Ausweg darin liegt, dich innerlich wie äußerlich zu entziehen, bevor das Spiel überhaupt beginnen kann. Es gibt 3 unscheinbare Signale, die dir verraten können, ob du es mit einem Psychopathen oder Soziopathen zu tun hast, noch bevor der Schaden passiert. Sie wirken harmlos, aber wenn du sie zusammensetzt, ergibt sich ein klares Bild. Das erste ist ihre emotionale Reaktionslosigkeit in Momenten, in denen andere Menschen spürbar nervös wären. Beobachte, wie sie mit Autorität umgehen. Werden sie angehalten, kritisiert oder in Frage gestellt, bleiben sie unnatürlich ruhig. Keine erröteten Wangen, keine beschleunigte Atmung, kein sichtbarer Stress. Für die meisten ist das ein Zeichen von Souveränität. In Wahrheit ist es oft ein Hinweis darauf, dass das innere Alarmsystem fehlt. Das zweite ist die Art, wie sie Komplimente und persönliche Informationen einsetzen. Sie hören sehr genau zu, was du sagst. Nicht, um dich besser zu verstehen, sondern um eine Karte deiner Schwächen zu zeichnen. Sie erinnern sich an Details, die du längst vergessen hast, und holen sie genau dann hervor, wenn sie eine Reaktion von dir wollen. Jedes Lob, jede Aufmerksamkeit ist strategisch platziert. Das dritte Signal ist ihre Fähigkeit, Rollen perfekt zu spielen. Psychopathen und Soziopathen sind wie Chamäleons. Sie passen Sprache, Mimik und sogar Körpersprache dem Menschen gegenüber an. Wenn sie bei deinen Freunden sind, wirken sie charmant und humorvoll. Im Geschäftsmeeting sind sie fokussiert und brillant. In einem Konflikt können sie kühl und analytisch sein. Diese Wandlungsfähigkeit macht es so schwer, sie zu entlarven, denn du siehst immer nur die Maske, die für dich bestimmt ist. Das Gefährliche daran ist, dass diese Merkmale einzeln kaum Verdacht erregen. Erst wenn du sie kombinierst, erkennst du das Muster. Und genau hier musst du wachsam werden, denn wer dich so lesen und steuern kann, hat auch die Macht, dich gezielt zu verletzen, ohne dass du es kommen siehst. Der wichtigste Schutz, den du hast, wenn du es mit einem Psychopathen oder Soziopathen zu tun hast, ist nicht Konfrontation, es ist Distanz. Psychologische Distanz. Das bedeutet nicht, dass du dich komplett zurückziehst oder verschwindest. Es bedeutet, dass du innerlich eine klare Linie ziehst, die sie nicht überschreiten können. Stell dir vor, du ziehst eine unsichtbare Grenze um dich. Diese Grenze schützt nicht nur deine Zeit und deine Energie, sie schützt auch deinen Verstand. Menschen mit diesen Persönlichkeitsmustern leben davon, dass andere auf sie reagieren. Jeder emotionale Ausbruch, jede Rechtfertigung, jede Verteidigung ist für sie ein Beweis, dass sie dich steuern können. Wenn du jedoch beginnst, ihre Angriffe ins Leere laufen zu lassen, bricht ein Teil ihrer Macht über dich zusammen. Du erklärst dich nicht. Du verteidigst dich nicht. Du entziehst ihnen das, was sie am meisten brauchen: deine emotionale Reaktion. Das bedeutet nicht, dass du gefühllos wirst. Es bedeutet, dass du entscheidest, wer Zugang zu deinen Gefühlen bekommt. Diese Distanz gibt dir den Raum, klar zu denken und Entscheidungen zu treffen, ohne unter Druck zu handeln. Das Erstaunliche ist, je weniger du reagierst, desto stärker wirkst du. Für sie ist es irritierend. Sie rechnen mit Drama, mit Energie, mit Widerstand. Doch was sie stattdessen bekommen, ist eine Mauer aus Ruhe. Eine Mauer, die nicht aus Härte, sondern aus Klarheit besteht. Und genau hier beginnt sich das Machtverhältnis zu verschieben. Manche Menschen lassen sich nicht durch Diskussionen oder Erklärungen erreichen, aber sie reagieren, wenn sie sich selbst sehen, ungefiltert. Spiegeln bedeutet, ihr Verhalten so zurückzugeben, dass sie es selbst wahrnehmen müssen. Nicht durch Vorwürfe, nicht durch Belehrung, sondern durch ein ruhiges, klares Echo. Stell dir vor, jemand spricht mit dir herablassend. Früher hättest du dich vielleicht verteidigt oder geschluckt. Heute wiederholst du in genau dem gleichen Tonfall, was er gesagt hat. Ohne Wut, ohne Schärfe, nur sachlich, fast neutral. Und oft reicht genau das, um ihn aus dem Konzept zu bringen. Denn viele Menschen halten sich selbst für fair,
überlegt und im Recht. Wenn sie plötzlich mit ihrer eigenen Wirkung konfrontiert werden, entsteht ein innerer Riss zwischen dem Bild, das sie von sich haben, und dem, was sie gerade sehen oder hören. Diese Reibung zwingt sie, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und genau hier setzt die stille Macht des Spiegelns an. Du musst dabei nicht übertreiben. Oft reichen kleine Gesten. Verschränkt jemand demonstrativ die Arme, dann verschränkst du ebenfalls deine Arme. Ruhig und gelassen. Kommt dir jemand zu nah, gehst du nicht zurück, sondern bleibst stehen. Du reagierst nicht mit Worten, sondern mit Haltung. Und genau diese Haltung verändert die Dynamik, ohne dass du sie erklären musst. Spiegeln bedeutet nicht, Spielchen zu spielen. Es bedeutet, dem anderen zu zeigen: Ich sehe dich. Ich erkenne dein Muster, aber ich lasse mich nicht hineinziehen. Und das ist oft wirkungsvoller als jede direkte Konfrontation. Denn während er noch überlegt, wie er dich aus dem Gleichgewicht bringen kann, steht er schon im Spiegel seiner eigenen Maske. Manche halten diesen Anblick nicht lange aus. Es gibt also 3 wichtige Gruppen: Narzissten, Psychopathen und Soziopathen. Narzissten haben ein fragiles Selbstwertgefühl, sind auf Bewunderung angewiesen und empfinden Scham, wenn ihr Ruf leidet. Psychopathen teilen viele dieser Eigenschaften, aber ohne Schuld oder Scham. Sie sind emotional kalt, empfinden keine echte Reue und können charmant wirken, während sie gleichzeitig strategisch zerstören. Soziopathen wiederum ähneln Psychopathen im Verhalten, doch sie werden nicht so geboren, sie werden geformt. Oft entstehen sie in Umgebungen, in denen Gewalt, Kriminalität oder das Brechen von Regeln zum Überleben dazugehören. Anders als Psychopathen können Soziopathen anfangs noch ein Gewissen haben, aber es wird mit der Zeit schwächer, bis sie gelernt haben, ohne Rücksicht auf andere zu handeln. Ein entscheidender Punkt: Psychopathen sind in ihrer Kälte konstant. Sie können über Jahre hinweg eine Rolle spielen, um ein Ziel zu erreichen, ohne innere Belastung. Soziopathen dagegen handeln oft impulsiver, verlieren eher die Kontrolle und begehen Fehler, die sie verraten. Warum ist diese Unterscheidung so wichtig? Weil dein Umgang damit völlig unterschiedlich sein kann. Ein Narzisst kann empfindlich auf öffentlichen Imageverlust reagieren. Hier kann Distanz und klare Abgrenzung wirken. Bei Soziopathen und Psychopathen geht es um Selbstschutz, um das Vermeiden jeder unnötigen Bindung oder Abhängigkeit. Vor allem Psychopathen können extrem gefährlich werden, wenn sie merken, dass du ihnen im Weg stehst. Das Wichtigste ist: Erkenne die Muster früh, achte weniger auf die Worte und mehr auf die Taten. Frage dich: Empfindet diese Person wirklich Mitgefühl oder spielt sie es nur? Spürst du echte Reue oder nur das Bedürfnis, gut dazustehen? Entdeckst du plötzliche Impulsivität oder eiskaltes Kalkül? Dieses Wissen kann dich vor schweren Fehlern bewahren und manchmal sogar vor großem Schaden. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie du Manipulation erkennst und dich davor schützt, abonniere jetzt diesen Kanal, aktiviere die Glocke und lass uns in den Kommentaren wissen, ob du schon einmal einer dieser Persönlichkeiten begegnet bist. Dein Erlebnis könnte auch anderen helfen, schneller zu erkennen, mit wem sie es zu tun haben.